Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Auf der zweiten Etappe. Es ist ein bisschen später geworden, habe mich ein bisschen verquatscht, 10:30, mein Gott. So bin ich halt. Gehe jetzt weg aus der Pension Holl und Boll. Ich habe wirklich gut geschlafen. Da oben ist zwar eine Bundesstraße, aber das war heute absolut ruhig die Nacht. Sehr, sehr schön. Habe ich in manchen Dörfern schon bescheidener geschlafen und es war wesentlich lauter. Jo, jetzt geht es auf nach Torfhaus. Ja, sollten sowas über 20 Kilometer heute sein. Lass mich überraschen. Und es ist angenehm kühl, wenn das die restlichen Tage auch so wäre. Super. Die Sonne kommt ein bisschen durch. Es ist leicht bewölkt. Siehst du, da vorne ist die Bundesstraße. Aber echt angenehm. Ja, klappt, das war's erstmal. Ja, du hast richtig gesehen. Snoopy ist mein neuer Kumpel. Der geht mit mir jetzt immer wandern. Den habe ich auf einer letzten kleinen Wanderung um Parsberg auf so einem Maschendrahtzaun gefunden. Da habe ich ihn einfach mitgenommen, na klar. Warum soll der da rumhängen und warten, dass was passiert? Oh, Steinmännchensiedlung. Jetzt. Weiter geht's. Ja, und dann habe ich ihn einfach mitgenommen. Und jetzt kommt er halt überall mit und freut sich, dass er ein bisschen was von der Welt sieht. Da auf diesem Gartenzaun. Er hat sich drüber ausgeschwiegen, muss fürchterlich gewesen sein, wie lange er da gehangen hat. Nee. Ja, so ist das. Wieder ein Fundstück. Ein Kumpel, den ich gefunden habe. Und der hat immer Zeit, das ist das Schöne. Der hat immer Zeit und jedes Mal, wenn wir beide unterwegs sind, freut er sich. Aha. Herrlich, das ist hier dieser Bärenbucher Teich. Möchtest du ihn sehen? Bist schon gespannt? Ich finde es hier einfach genial. Mich hat es damals schon beeindruckt, als ich das erste Mal hier war. Und hat sich nichts geändert. Ich lasse dich mal ein bisschen mit dem Teich alleine und hol mir meinen nächsten Stempel, der da drin ist. Da ist der Kasten. Und du kannst hier die Ruhe genießen und diesen fast spiegelglatten Teich. Vielleicht interessiert es dich ja, weil ich hier gerade davor stehe und mir immer nicht so viel merken kann. Also hier in diesem Wasserdingsbums-Gelände da gab es mal 110 Teiche und über 500 Kilometer Gräben und 30 Kilometer Wasserläufe. Also das sind diese unterirdischen Grabenfortsetzungen. Muss man sich vorstellen, dass da so ein Querschnitt, was weiß ich, von einem halben Meter oder maximal einem Meter, so ein Graben durch den Berg gejagt wurde, um diese Wasserversorgung sicherzustellen. Teilweise als Trinkwasser, teilweise als Brauchwasser und für die Wasserräder, also zum Energiegewinn. Das ist schon Wahnsinn. Und heute werden noch
65 Teiche und knapp 70 Kilometer Gräben sowie 19,8 Kilometer, also fast 20 Kilometer Wasserläufe unterhalten. Aktiv, also die Teiche sollen auch künftig Wasser stauen können und in den Gräben und Wasserläufen soll auch weiterhin Wasser fließen können. Das heißt, irgendwelche Verkrautung oder wenn Felsen reinstürzen, die müssen die alle rausnehmen oder machen die. Das ist schon eine ziemliche Mammutaufgabe. So viel mal dazu. Also ich zeige dir mal kurz eine Karte von dem ganzen Spaß. Das hier sind alles, jetzt kommt natürlich der Wind wieder, lustig, diese Wasserläufe. Es lohnt sich auf jeden Fall mal herzukommen. Wenn ich dir was empfehlen darf, ich war auch noch nicht hier, dann im Herbst, weil dann sind wenigstens die Bäume, diese Laubbäume bunt gefärbt, sind nicht ganz so kahl wie jetzt. Das, was jetzt grün ist an Nadelbäumen, ist natürlich auch grün, aber es sieht mit Sicherheit sehr, sehr schön aus hier. Ja, auf jeden Fall eine Reise wert. Wenn du mal nicht weißt, was du zu tun hast, dann überleg mal. Weil mit der Bahn fahren ist momentan, weiß nicht, 2 Wochen vorher gebucht. Über 400 Kilometer, 2 Stunden ICE. Ich habe das schon gesagt. 28 Euro hin und 28 Euro zurück. Also das ist schon mal eine Hausnummer. Der nächste Teich. Jo, und ich melde mich wieder. Bis dann. So, das ist hier einer dieser Gräben. Der ist allerdings trocken gefallen. Aber wie du siehst, war das alles in Handarbeit. Was für eine Arbeit. Erst ausschachten, dann die Steine dorthin platzieren, sodass die dauerhaft, und dauerhaft ist ein paar Jahrhunderte, liegen bleiben. Ich denke mal, der wurde hin und wieder ausgebessert, aber prinzipiell sind das Leistungen, ziehe ich den Hut davor. Einfach schön hier, oder? Was sagst du dazu? Ich hab den ganzen See wieder für mich alleine. Keiner da. Da unten, das ist alles schon ältere Rodung. 1, 2 Jahre her. Aber wenn ich jetzt das hier sehe, siehst du diese ganzen Wurzeln? Das sind alles Bäume, die der Sturm nochmal. Und wenn ich das so sehe, sehen die relativ gesund aus unten. Also die waren nicht abgestorben. Da liegt überall das frisch geschlagene Holz. Und hier liegt auch viel Grün mit rum. Also nicht genug, dass wir so viel Totholz haben, so viel Käferholz. Nee. Der hat dann der Sturm auch noch den Rest besorgt. Naja, so sieht es momentan aus. Hilft halt nichts. Da siehst du mal, wie stark Pflanzen sind. Auf dem alten, zerfallenden Stamm wächst eine neue Fichte.
Kröten, die paaren sich hier. Ich nehme gleich nochmal die andere Kamera, damit man das besser sehen kann. Huttaler Widerwaage. Kleines Wasserbecken wurde 1763 gebaut, um eine sichere Ein- und Ausleitung bzw. aus dem Hirschlerteich durch den 780 Meter langen Huttaler Wasserlauf zu gewährleisten. Dessen Mundloch ist rechts zu sehen. Bei gefüllten Hirschlerteich staut sich dieser in dieser Widerwaage zurück. Von rechts mündet der horizontale Huttaler Graben ein. Der da. Wenn genügend Wasser da ist. Jetzt haben wir momentan so eine Situation, wo überall sehr, sehr wenig Wasser da ist. Der anfangs die Verbindung zum oberen Huttaler Teich herstellte und heute noch mit dem Graben auf dessen Teichdamm verbunden ist. Der zugemauerte Stollen links ist der rätselhafte Stollen, wohl ein alter Suchort des Eisensteinbergbaus, über den möglicherweise die Steine zum Bau dieser Widerwaage und des Wasserlaufes aus einem naheliegenden Steinbruch angefahren worden sind. Interessant. Sehr interessant. Also die haben hier damals alles über Stollen da hin und her geschickt. Also was für eine Leistung. Was für eine Leistung. Und hier ist auch noch meine Stempelstelle. Jetzt gibt es einen Stempel in mein Stempelheft. Welche Nummer hat der? 128. 63, 123, 128. Sixt. Da passt er rein. So. Hey, den hat jemand aufgefüllt und zwar mit Farbe. Nicht so allzu lange her. Nur trocknen lassen. Alter Daus. Yay! Ja, hier dieser Huttaler Graben wurde als einziger auf dem Oberharz auf einer Länge von 1,2 Kilometern bewusst horizontal angelegt, um das Wasser entweder von dem einen zum anderen Teich oder wieder zurück umleiten zu können bzw. transportieren zu können. Schon eine interessante Sache, wobei hier die ganzen Gräben und Teiche allgemein ein geringes Gefälle aufweisen. Der hier ist ziemlich verkrautet. Naja, ist auch nicht einfach, das instand zu halten, aber Wahnsinn, wie viele von diesen Gräben hier immer noch existieren. Wir werden noch an vielen vorbeikommen. Jetzt geht es erstmal bis zum, gerade habe ich es gelesen, den Namen von dem Gasthaus, 5,5 Kilometer. Die werde ich jetzt mal ein bisschen durchgehen, weil es ist 1:30 und so viel habe ich noch nie geschafft. Ich möchte halt schließlich mein Zimmer ist dort reserviert, im Torfhaus übernachten. Und hier läuft sich das gerade hervorragend. Richtig schön. Das geht jetzt eine ganze Weile so relativ eben an diesem Kanal entlang bis zum Dammhaus. Genau. Das habe ich auf meiner Tour im Juni damals auch nicht gefunden. Das war die nächste Etappe. Auf der habe ich mich nämlich auch gehörig verlaufen. Ne, das war die erste, genau. Ich bin ja bis nach Altenau gelaufen. War schon ein Kracher. Ja, aber heute ist richtig schön und hier ist alles noch grün. Also genießen wir diesen Tag, genießen wir diese Zeit hier durch diese schöne Landschaft. Jetzt hier gerade im Vorbeigehen gucken mich hier hunderte Augen an.
Kann das sein, dass das Krötenlaich ist in dieser Pfütze? Dass das mal Kröten werden? Kann das sein? Habe ich da recht? Kennst du dich mit sowas aus? Shit, das war. Leck. Und bleibe euch drin in der Pampe. Wollte ich dir es näher zeigen? War, glaube ich, keine gute Idee. Das kommt heute noch dazu. Da bin ich ja richtig begeistert. Ja, gehen wir weiter, bevor der Tag richtig schlimm endet. Ja, jetzt bin ich hier am Dammhaus angekommen. Kaffee und Biergarten. Hat nur den einen kleinen Fehler, Montag, Dienstag zu. Sonst hätte ich hier was gegessen, aber nun ja, seit 1734. Ne? Also Thale 68,5, Osterode 21,6. Der Weg hat insgesamt 100 Kilometer oder 105. Finde den Fehler. Ich habe jetzt 15 auf dem Tacho. Gestern hatte ich 17. Das sind ungefähr 21, oder? So, hier gibt es jetzt eine Hütte an der Eisenquelle und hier mache ich jetzt Brotzeit. Es ist jetzt kurz vor 3:30. 3:15 geht es weiter. Aha. Ja. Hausclub Altenau, schön. So sieht das hier aus. Ich habe gerade Pause gemacht hier an dieser Eisenquelle und so sieht das Wasser dieser Eisenquelle aus. Man kann es wohl trinken und ich werde darüber berichten. Jetzt komme ich hier das erste Mal auf dem Weg an meine Grenze. Weil wie du siehst, geht hier normalerweise der Weg weiter. Das ist zu breit zum drüberhüpfen. Durchsteigen mag ich auch nicht. Jetzt schauen wir uns das mal an. Wie man hier so... Hat noch niemand freigeschnitten, sind sie nicht dazu gekommen. Yeah. Gucken wir mal. Aha. Aha, aha. Ja. Oh. Aha. Dann geht der Weg weiter. Hier muss ich irgendwie drüber kommen. Du hältst dich jetzt mal da fest. Ja. Ich hol dich gleich wieder. Mit dem Rucksack ist das gar nicht so einfach. So. Komm wieder mit. Entspann dich. Wir kriegen das schon.
Alles gut? Geht's dir gut? Ja, mir schon. Ist mal ja nicht so einfach hier drüber zu gehen. Gut. Ja, das wird gar nicht so einfach, die Dinge aus dem Weg zu räumen. Die liegen ja so richtig. Weil ich ja vorhin so in den Matsch reingetreten bin, jetzt mal so ein Tipp, wie man Schuhe und Hosen wieder sauber kriegt, wenn sie trocken sind. Fichtenzapfen. Oh, da habe ich gar nicht richtig zugeschnürt. Da habe ich halt früh ausgelassen. Und die Hose geht damit auch wieder einigermaßen. Jetzt ist der Weg nach meinem Geschmack. Ach, da vorne stand dran, naturnaher Weg, schwierig zu begehen. Ist jetzt vielleicht ein bisschen eine Herausforderung, weil ich habe schon 25 Kilometer oder ein bisschen mehr. Jetzt könnten es fast 26 sein in die Beine. Und jetzt machen wir hier so eine Aufpasstour. Oben der Weg ist gesperrt. Also du siehst, wow, macht jedem Gebirge alle Ehre. Wobei wir hier im Gebirge sind, ne, das nördlichste Gebirge, Mittelgebirge Deutschlands, im Harz. So, jetzt mache ich dich aus, weil ich aufpassen muss. Irgendwie müssen wir darüber. Torfhaus. Gleich bin ich da. Puh. Kinder, das hat sich heute gezogen. Ich wiederhole mich, stimmt's? Aber für mich hat es sich halt gezogen. Ist schon krass. Fazit. Es sollten so 29 Kilometer sein, knapp 30. Komm, schau mal. Bis ich am Güterweg in meiner Unterkunft, ja, 27,5. Okay. Ich denke, 1,5 Kilometer brauche ich noch. Sind wir letzten Endes bei 29. 22 hatte ich vielleicht geplant. Ja, der Weg war abwechslungsreich. Mir hat es gefallen. War manchmal ein bisschen, naja, anstrengend, aber allemal okay, wenn man natürlich, ja, ich hätte es wissen sollen, bin ein bisschen blauäugig gewesen. Bei mir ist es halt meistens so, dann kann man ja in der Früh eher losgehen, wenn man sich nicht den ganzen Vormittag verratscht und dann nicht so viel Pausen macht und überall stehen bleibt und 1,3 Torfhaus. Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Habt ihr hier Gummikilometer oder was? Die Hexe da lang 1,3. Ich bin noch nicht da. Mutter, ne, geht nicht. Ja, wollte mich verarschen, aber herrlich mit der Sonne. Ha? Dreh mich wieder so, dass du mich siehst. Obwohl du mich heute schon den ganzen Tag gesehen hast, aber egal. Musst jetzt durch.
Ja, anstrengend war es. Das mit den umgeknickten toten Bäumen, das sieht noch mal einen Tick gespenstischer aus. Ich hoffe, dass das ein bisschen angekommen ist bei dir. Ja, ansonsten, wer Montag oder Dienstag läuft, muss Happer dabei haben. Da ist unterwegs nichts. Dieses Dammhaus hat Montag, Dienstag zu, ansonsten die ganze Woche offen, kann man sich da verpflegen. Biergarten, Kaffee, Kuchen oder egal, ganz normal Mittagessen. Geht auf jeden Fall. Ansonsten müsste man nach Altenbrak rein. Das sind anderthalb Kilometer und anderthalb wieder raus. Wenn man das möchte. Ansonsten kommt man nirgends vorbei, was offen hat. Keine Kneipe oder nicht mal so ein Bockwurstwagen. Nix, kein Döner. Also die Sachen dabei haben. Wasser gibt es genügend. Aus der Eisenquelle soll man trinken können. Das ist mir ein bisschen zu kalt. Ich habe das Wasser aber aufgehoben und ich werde es morgen definitiv probieren. Ansonsten, ja, du hast alles gesehen, du hast es miterlebt. Ich glaube, ich habe mich genügend ausgelassen. Ich weiß nicht, wie ich die 64 GB auf eine annehmbare Zahl an Minuten runterschneiden soll. Habe ich jetzt noch keinen Plan, ich weiß es nicht. Gab so viel zu sehen. Wahnsinn, für mich auch Wahnsinn. Ja, ich kenne die Strecke zwar einigermaßen, aber trotzdem. Ja, wenn ich dir Lust gemacht habe, hier auch mal zu wandern, würde es mich freuen. Wenn du eine andere Strecke gehen willst, ist auch okay. Wenn du gar nicht gehen willst, ist es immer noch dein Ding. Aber klug ist es vielleicht nicht. Gut, genug gequasselt, schon 4 Minuten 20 wieder. Wenn ich mal drin bin. Hä? Ja, okay. Ich denke, das war's für heute. Die letzten 1,3 Kilometer gehe ich noch. Mal sehen, die Kneipe soll abgebrannt gewesen sein, hat mir die Chefin gesagt. Die ist letztes Jahr, komische Geschichte, einen Tag bevor sie hätten wieder eröffnen können wegen diesem Lockdown, ist die Hütte abgebrannt. Das sind Schicksale, wa? Naja, auf jeden Fall gucke ich mal und wenn sie wieder offen hat, mache ich Foto. Ich glaube, filmen werde ich heute nichts mehr. Es reicht. Gut, also bleib mir gewogen, bleib gesund, bleib neugierig. Pass auf dich auf und geh ab und zu vor die Tür. Also, tschaußen, dein Olli.